klatscht es nicht so, es wäre cooler, wenn es so klatscht. Servus Leute, also jetzt heute Morgen eine Runde Gym-Einheit, eher heute Easy Gym, mit aus dem Grund, weil das Knie immer noch nicht richtig besser ist und weil es quasi das Warm-up ist fürs Fahrradtraining danach. Viel Spaß beim Video. Also alright, Fitness ist rum, kurze knackige Einheit. Ich denke, jetzt bin ich richtig warm, Muskel-Körperspannung ist auch richtig da und jetzt geht's aufs Fahrrad, also mitkommen. Hier seht ihr mein wunderbares Fahrrad, beziehungsweise so wunderbar ist es auch nicht. Ich war gestern draußen trainieren, wir wollten gestern schon filmen. Dann war gestern der Kettenspanner kaputt, der lässt momentan irgendwie ein bisschen nach. Ich bin gerade auf Leine. Ich habe gestern die Kette gewechselt. Gestern Abend in der Werkstatt hat alles funktioniert und jetzt funktioniert die Kette hier nicht. Jetzt springt die Kette immer runter. Und blöd ist, dass kein anderer Kettenspanner passt, wie der von der Marke selber. Und ich immer noch auf die Sachen warte aus China und die aber zurzeit irgendwie wie alles andere auch nicht kommen. Was habe ich gemacht? Bin gestern wieder hierher gefahren in die Werkstatt, habe das Fahrrad repariert, wollte wieder draußen trainieren, wieder kaputt. Dann habe ich gedacht, ey, so eine Kacke, es gibt ja nicht. Dann habe ich gedacht, der Kettenspanner, wenn der so viele Probleme macht, dann macht man einfach raus und fahren ohne Kettenspanner weiter. Und siehe da ich eine längere Kettenstrebe habe, ich habe 362 und Standard ist so 350, passt es genau mit den Kettengliedern. Und ohne Kettenspanner, der Kettenspanner sitzt normalerweise hier, habe ich jetzt trotzdem eine sehr gute Kettenspannung. Und jetzt schauen wir mal, ob die Kettenspannung so bleibt oder ob sich es jetzt irgendwie löst mit der Zeit und ich noch nach einer anderen Lösung schauen muss. Wie ihr vielleicht auch sehen könnt, noch hier meine wunderschöne Hashtag-Felge. Gestern schön mit dem Bohrer aufgebohrt. Nochmal Gewicht gespart. Also Ziel sind 100 Gramm zu sparen. Auf der Seite habe ich schon, auf der anderen Seite muss ich noch machen. That's live, ja? Also Freunde der Sonne, jetzt geht's los. Heute, was machen wir heute? Ganz klar Training, ne? Spaß macht die Kamera wegen Kaffee trinken. Endlich! Yes, Mann, Pause. Spaß, komm, los geht's. Glaubt ihr, so wird man Weltmeister, hä? Alter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin hier das letzte Mal gefahren, auch wenn ich echt direkt hier daneben wohne. Also jetzt nicht gelogen, nicht übertrieben, also ich glaube fast 2 Wochen war ich nicht mehr hier oben. Ja, crazy, that's life. Warum? Tja, Nummer 1, Wetter war gut, ich bin draußen gefahren. Und Nummer 2, weil das Knie die letzten 2 Wochen nicht so gemacht hat, wie ich das wollte. Und ich dann ein bisschen das Training runterfahren musste. Jetzt heute geht es ganz gut. Am Freitag habe ich Termin in der Arkus-Klinik in Pforzheim zu nochmal checken lassen, wie es aussieht. Und dann kann ich hoffentlich bald wieder richtig Vollgas geben. Fangen wir an, los geht's. Also mein Fokus jetzt im Training liegt voll auf den Basics, das heißt Balance bei der Räder und ein paar Sachen fahren mit Schwung. Ganz grundlegende Sachen, aber von
von der Intensität ziemlich unten gehalten. Ich mache mir jetzt mal eine kleine Line, wo ich ein paar Mal wiederhole, dass ich richtig reinkomme. Und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Was mich gerade ziemlich beschäftigt, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht sehen könnt, in den letzten Aufnahmen habe ich einen ganz anderen Lenker gehabt, da hatte ich die Clean Combo dran, ging mir aber komischerweise irgendwie kaputt, ja. Hier seht ihr es, ist gerissen, ich gehe davon aus, es ist ein Produktionsfehler, ich weiß es nicht, ich habe quasi am ersten Tag schon gesehen, da sieht man es doch auf der Seite, siehst du es, den Riss da? Ja. Am ersten Tag beim Anziehen kam hier schon gleich ein Riss, dann hieß es, hier wurde drüber lackiert, was eigentlich hätte nicht sein sollen. Und deswegen quasi, dann dachte ich, okay, das ist die Farbe. Und jetzt aber hier auf der Seite ist ja gerissen. Jetzt live. Weiter geht's. 400 €. Ciao. Jetzt wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall, jetzt habe ich wieder den Komas Vorbau und den Monty High Riser dran. Davor habe ich immer gedacht, boah, das ist schon ziemlich lang. Habe mir überlegt, eigentlich will ich es ein bisschen kürzer. Dann hatte ich den Clean Combo, habe gedacht, Alter, das Teil ist lang. Habe mich dann aber dran gewöhnt. Leider ist es jetzt kaputt gegangen. Jetzt fahre ich wieder der alte Lenker Vorbau-Kombi und muss sagen, boah, das ist jetzt ziemlich kurz. Und jetzt muss ich hier die ganze Zeit hin und her switchen mit dem Kopf. Und das ist jetzt noch ein bisschen, das braucht einfach Zeit. Was ich sagen muss generell, alles schön und gut, die neue Idee, dass alles eins ist, das heißt Lenker und Vorbau eins. Aber letztendlich kannst du nicht wirklich was einstellen. Du kannst zwar einstellen, ob du flach oder hoch bist, aber da auch nur gewisse Stufen, dann geht es nicht mehr flach und nicht mehr höher. Ich wollte zum Beispiel noch flacher, aber mir war das einfach schon zu lang. Ja? Also ich hatte einfach keine Chance hier rumzuspielen. Hier mache ich einfach einen kürzeren Vorbau, einen längeren Vorbau, drehe den Lenker wie ich will, total 100% individuell. Und deswegen überzeugt mich doch noch so diese Oldschool-Variante, Vorbau und Lenker separat mehr. Zudem muss ich sagen, Vorbau und Lenker ist leichter zusammen wie ein komplettes Teil, selbst wenn es aus Carbon ist. Und natürlich um die Hälfte günstiger. Von dem her entscheidet selber, was ihr machen wollt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich bevorzuge. Yes.
Was macht man nicht alles für die Kamera? Ha? Also ihr seht, selbst ich beschäftige mich hier mit den Balken, was man nicht denkt, easy peasy, lemon squeezy, aber nein, auch das muss gearbeitet werden. Selbst wenn man Elite fährt, an der Weltspitze mitfahren will, muss man trotzdem die Basics beherrschen. Tag, bei Nacht. Leute, wie sieht es aus? Wäre es mal Zeit für neue Handschuhe? Schreibt es in die Kommentare, eure Lieblingshandschuhe. Reinschreiben, commentet. Was ich jetzt gerade mache im Training, beziehungsweise die ganze Zeit gerade mache, vielleicht merkt ihr es, ich mache gerade nur 2 Lines. Also in einer Stunde habe ich jetzt, die Stunde ist jetzt fast rum vom Training, und 2 Lines nur gemacht. Jetzt denkt man so, oh mein Gott, nur 2 Sachen im Training. Ja schon, aber es kommt nicht darauf an, dass du was schaffst und dann direkt zum nächsten springst, sondern du musst kontinuierlich routiniert schaffen. So, und so habe ich es bei der ersten Line gemacht, bis ich mich sicher gefühlt habe. Wobei ich heute relativ unsicher bin. Jetzt bei der zweiten Line genau das gleiche. Jetzt so langsam kommt gute Sicherheit rein. Und dann sage ich mir, okay gut, ich belasse es bei der Reihenfolge, aber ich baue noch ein bisschen schwerere Methoden ein. Also zum Beispiel, ich fahre jetzt nochmal hier hoch, aber mache nur eine halbe Kurbel, das heißt weniger Abstand. Hier will ich auf dem Hinterrad halten. Das ziehe ich komplett auf dem Hinterrad durch. Auch hier wird dieses Mal nicht abgesetzt. Und hier mache ich keinen Kustel, also keinen Sprung aufs Vorderrad mit Zuna-Bremse, sondern ich springe direkt auf beide Räder mit offener Bremse. Das Runterspringen bleibt gleich. Das Zurückgehen hier genau das gleiche. Nicht so wie eben, sondern hier baue ich auch was anderes ein. Hier will ich die ganze Zeit mit meinem falschen Fuß vorne fahren. Normalerweise bin ich rechts vorne, jetzt fahre ich mit dem linken Fuß vorne. Auch hier rübersetzen mit links und auch raus mit links. Ja? Let's go!
Also Leute, das war's mit dem Training heute. Feierabend vorerst. Ich werde heute Nachmittag nochmal trainieren draußen auf der Akademie. Zum Ende hin wurde es besser das Training, aber ich muss auf jeden Fall die nächsten Tage gucken, dass ich öfters auf dem Fahrrad stehe und weniger im Büro sitze. Und muss gucken, dass ich das endlich mit meinem Knie richtig in den Griff bekomme. Also da ist immer so ein Hin und Her. Dann plane ich Training, geht es doch nicht wegen dem Knie und so. Also ist echt gerade richtig doof. Aber ich muss als Beste draus machen, anders da geht's nicht. Yes, ich würde sagen, zum Training selber jetzt nochmal, Anfang ziemlich wackelig. Klar hat auch ein bisschen was damit zu tun, jetzt nochmal mit der Veränderung von Lenkervorbau. Aber letztendlich, wir wollen keine Ausreden, wir wollen es nicht aufs Material schieben. Letztendlich sind wir immer selber dran schuld und haben selber die Verantwortung drüber. Deswegen, let's go, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!